Heute stelle ich den VW Tayron Live mit dem 1,5 E-TSI-Motor und dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe vor. Hier in der Farbe Nightshade Blue Metallic. Das neue Fahrzeug von VW wird in 3 unterschiedlichen Ausstattungsvarianten angeboten. Einmal die Basisversion Live und dann 2 darauf aufbauende Ausstattungsvariante. Zum einen die Elegance-Linie, die mit einigen Design-Highlights zusätzlich kommt, und natürlich die Airline, die etwas hochpreisiger ist und mit einem sportlicheren Design kommt. Das neue Fahrzeug von VW wird seit März 2025 im Stammwerk in Wolfsburg gebaut und bewegt sich im Portfolio zwischen dem Tiguan und dem Touareg und soll auch den Tiguan Allspace ablösen. Allerdings eben mit einigen neuen technischen Innovationen und entsprechenden Features. Das Fahrzeug hier hat die Ausstattungsvariante Live, zusätzlich noch das große Panoramadach und eine Anhängerkupplung. Und das Fahrzeug kommt auch in der Basisversion mit sehr vielen Funktions- und Design-Highlights, wie zum Beispiel die beleuchteten VW-Logos an Front und Heck, aber auch die LED-Lichter. Und ansonsten ist das Fahrzeug sehr deutlich als VW erkennbar, hebt sich aber dennoch sehr gut von den anderen Fahrzeugen im Portfolio ab. Man sitzt hoch, hat einen guten Überblick nach vorne und nach hinten und zusätzlich unterstützen einen auch die Assistenzsysteme beim Fahren. Trotz der Größe und des Platzangebots im Innenraum ist das Fahrzeug relativ sparsam. Dank Mildhybrid-Technologie und Doppelgangkupplungsgetriebe bin ich die ersten 1000 Kilometer mit 7 Litern auf 100 Kilometern gefahren. Das große Platzangebot im Innenraum ist auffällig, und wer den Tiguan oder den Touareg kennt, dem dürften viele Sachen hier bekannt vorkommen. Die Designelemente finden in immer mehr VW-Modellen Einzug und geben dem Tayron einen eleganten Touch. Die Mittelkonsole ist ebenfalls sehr geräumig, durch die Einsätze auch frei konfigurierbar, und zusätzlich gibt es neben den 2 induktiven Lademöglichkeiten für Smartphones auch 2 USB-C Ladebuchsen. Der Tayron kombiniert moderne Touchscreens mit klassischen haptischen Bedienelementen, und das sehr gut. Die Displays sind groß und gestochen scharf und gut strukturiert. Nach kurzer Nutzungsdauer findet man sich sehr gut zurecht, und in Kombination mit den haptischen Schaltern wie dem Ambience-Drehschalter in der Mittelkonsole, mit dem man Lautstärke, Fahrmodi und Lichtstimmung einstellen kann, und den haptischen Knöpfen am Lenkrad hat man keine Probleme, sich auf das Fahren zu konzentrieren und gleichzeitig Einstellungen am Fahrzeug vorzunehmen. Gerade am Lenkrad mit den haptischen Knöpfen kann man sehr gut auch im Blindflug einzelne Funktionen anwählen oder eben mit dem Drehschalter die Lautstärke verändern, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. In Summe eine richtig gute Mischung aus modern und funktional. Die Highlights im Innenraum: auf jeden Fall das große Display und das digitale Cockpit. Dank Apple CarPlay und Android Auto kann man sein Mobiltelefon problemlos mit dem Fahrzeug verbinden, und zusätzlich unterstützen einen die vielen Assistenzfunktionen beim Fahren auf der Straße. Eine Neuheit bei VW ist der Fahrerlebnisschalter Ambience, der sich hier in der Mittelkonsole befindet. Mit ihm kann man relativ einfach Lautstärke verändern. Man kann auch die Fahrmodi umstellen und durch eine Druckfunktion auch zwischen den einzelnen Farbstimmungen im Innenraum umschalten. Mein Highlight dabei
dass nicht nur die Farbstimmung hinterlegt werden kann, sondern durch die Tiefenintegration mit Spotify kann man zum Beispiel auch direkt eine Playlist zu einer Farbstimmung hinterlegen, die sofort abgespielt wird, wenn die entsprechende Stimmung ausgewählt wird. Generell gibt es nicht mehr so viele haptische Schalter im Innenraum, aber die Schalter und Knöpfe am Lenkrad in Kombination mit dem Atmospheres Drehschalter sorgen für eine sehr gute intuitive Bedienmöglichkeit im Innenraum. Gleichzeitig ist das Display oder die Menüfunktion im Display mittlerweile auch so strukturiert, dass man sich nach kurzer Einarbeitung schnell zurechtfindet. Außerdem kann man sehr viele unterschiedliche Konfigurationen individuell einstellen. Das heißt, man kann Schnellwahloptionen hinterlegen, sodass man häufig genutzte Funktionen schneller zugreifen kann. Ja, wie schon gesagt, der Innenraum ist auch auf der Rückbank sehr geräumig. Ich habe ausreichend Bein- und Kopffreiheit. Ich bin 1,82 Meter groß und kann hier hinten sehr bequem sitzen. Zusätzlich sorgt das Panoramadach für einen sehr hellen Innenraum, auch auf der Rückbank. Wenn die Sonne zu stark scheint, dann kann man so wie jetzt auch das Sonnenrollo nutzen, um den Innenraum etwas abzudunkeln. Das gleiche geht auch an den Seitenfenstern. Hier kann man mit den integrierten Verschattungsmöglichkeiten, die auch serienmäßig im Fahrzeug enthalten sind, die Rückbank abdunkeln. Auch die Mittelkonsole der Rückbank verfügt über eine smarte Ausstattung. Neben der Armauflage ist hier auch noch ein Getränkehalter integriert, der sich auf die linke oder rechte Seite ausrichten lässt, sodass man hier zum Beispiel sein Tablet oder Smartphone fixieren kann. Gleichzeitig, wie bei Fahrzeugen in dieser Fahrzeugklasse üblich, kann man hier auch die Rückbank in der Aufteilung 2/3, 1/3 verstellen. Das geht mit wenigen Handgriffen. So kann man die Beinfreiheit verkleinern und dafür das Kofferraumvolumen nochmal etwas vergrößern. In Summe ist der Innenraum hochwertig verarbeitet, ergonomisch und typisch Volkswagen. Der Kofferraum des VW Tayron bietet sehr großes Ladevolumen, hier mit 885 Liter Kofferraum. Wie in der Fahrzeugklasse üblich kann man aus dem Kofferraum auch die Rückbank umklappen und kommt so auf ein Ladevolumen von über 2000 Liter. Genug für jeden Urlaub. Wem das immer noch nicht reicht, der kann auch mit wenigen Handgriffen den Beifahrersitz umlegen und kommt so auf eine Länge von 3 Metern in der Diagonalen und kann so auch Sperrgepäck oder größeres Transportgut problemlos in dem Fahrzeug unterbringen. Zusätzlich, das ist aber abhängig von der Ausstattungsvariante, findet sich unter der Kofferraumabdeckung ebenfalls nochmal Platz. In dem Fall jetzt für die Kofferraumabdeckung, aber auch für flachere Gegenstände ist hier noch ausreichend Platz. Zusätzlich kann man die elektrische Anhängerkupplung mit einem kleinen Schalter ausfahren, einrasten und genauso einfach auch wieder einklappen, wenn man sie nicht benötigt. Der VW Tayron Live ist ein solides SUV mit cleveren und durchdachten Features. Wer Wert auf einen effizienten Antrieb und ein modernes Design legt, der sollte sich den Tayron
anschauen. Denn das große Platzangebot im Innenraum, die Assistenzfunktionen, die umfangreiche Serienausstattung machen das Fahrzeug zu einem echten Allrounder. Ich teste das Fahrzeug jetzt auf Alltagstauglichkeit, aber auch mehrere tausend Kilometer auf Langstreckentauglichkeit und kann gerne einen Folgebericht erstellen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch an dem Fahrzeug interessiert oder wie euch der Tayron gefällt. Ansonsten abonniert gerne den Kanal und schaut euch meine anderen Fahrzeugtests an.